Wir sind Basti und Svenja und seit April letzten Jahres bereisen wir in unserem Camper Europa. Begleitet werden wir dabei von unserer kleinen Fellnase Peppa, die unser Reiseteam komplett macht. Die letzten 2,5 Monate haben wir Großbritannien und Irland bereist und dass die Länder kein Low-Budget-Reiseziel sind, ist sicherlich bekannt. Aber was kostet es wirklich? Abonniert unseren Kanal für Reisetipps und Vanlife-Alltag und vieles mehr und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und es hilfreich findet. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich immer noch alleine unterwegs und deshalb dachte ich, erzähle ich euch diese Woche, was uns unsere Reise durch Großbritannien und Irland gekostet hat, was sie euch vielleicht kosten kann und wo ihr hier und da vielleicht ein bisschen sparen könnt. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Bevor es aber wirklich losgeht, wollte ich euch nochmal sagen, dass das natürlich unsere individuellen Kosten sind. Jeder reist anders, jeder hat seinen eigenen Reisestil und deshalb können Kosten natürlich immer variieren. Fangen wir an mit den, ich nenne sie mal Van-Kosten. Dazu gehören Treibstoff, Fähre, Pike, Preise und unter anderem auch Campingplätze. Wir haben insgesamt 4-mal die Fähre benutzt. Einmal von Calais nach Dover, dann von Wales nach Irland und einmal von Nordirland nach Schottland und dann wieder zurück von Dover nach Calais, also zurück nach Frankreich. Insgesamt haben wir dafür 795 € bezahlt. Ein kleiner Tipp hier, wir haben hier sehr spontan gebucht, sprich die Preise waren schon etwas teurer. Also wenn man seine Reise plant und schon die genauen Daten weiß, lohnt es sich auf jeden Fall, die Fähren früher zu buchen. Der Eurotunnel war jedes Mal viel, viel teurer als die Fähre. Deshalb haben wir uns jetzt jedes Mal für die Fähre entschieden und das dauert zeitlich auch nur 1 Stunde länger. Ganz allgemein, wenn wir unterwegs sind, suchen wir meistens immer Plätze zum Freistehen über die App Park4Night. In Südengland aber speziell ist das ein bisschen schwieriger, deshalb haben wir insgesamt 4-mal auf Campingplätzen übernachtet und 3-mal auf bezahlten, für Wohnmobil vorgesehene Parkplätze. Das hat uns insgesamt 98,50 € gekostet. Durchschnittlich bezahlt man in Großbritannien 30 € pro Camper mit 2 Personen und Hund in der Nebensaison. Da kam es uns natürlich ganz gelegen, dass vor allem in Irland und in Schottland das Freistehen super, super einfach war und ja, wir so da ein bisschen Geld sparen konnten. Kommen wir zu einem sehr großen Punkt, dem Treibstoff. Wir versuchen immer sehr spritsparend zu fahren und zwar sind das so um die 80 km/h. In England und ja auch in Irland sind die Straßen sehr schmal und hügelig und wir sind sehr oft oder wir konnten sehr oft nur im 2., 3. Gang fahren. Deswegen war es uns da nicht ganz so möglich und wir haben auch einiges an Strecke gemacht. Deshalb haben sich unsere gesamten Spritkosten auf 1053 € angesammelt. Durchschnittlich haben wir 160 € für eine Tankfüllung bezahlt und ja, da mussten wir ganz schön tief in die Tasche greifen. Ein kleiner Tipp an der Stelle, und zwar, wenn ihr vorhabt, weiter an abgelegene Orte zu fahren, zum Beispiel in Irland oder in Schottland, tankt in den größeren Orten, Städten, bevor ihr zu den kleineren Orten fahrt, denn da ist es meistens viel, viel teurer nochmal als in den größeren Orten. Wir kochen sehr, sehr gerne und auch viel in unserem Camper, probieren hin und wieder aber auch gerne mal die regionale Küche aus. Pro Einkauf haben wir im Durchschnitt in Großbritannien wie auch Irland 35 € bezahlt und so kommen wir insgesamt auf 781,50 € für die ganzen 2,5 Monate. Wenn wir in Restaurants essen waren oder uns Fish and Chips Takeaway gegönnt haben, haben wir im Durchschnitt 21 € bezahlt und sind insgesamt auf 478 € gekommen. Insgesamt haben wir damit für Lebensmittel 1259,50 € ausgegeben. Ein kleiner Tipp hier, bei den Einkäufen kann man natürlich immer wieder sparen. Wir kochen sehr, sehr gerne ausgiebig.
und auch experimentell, sprich kaufen auch unter anderem manchmal sehr teure Produkte ein. Wenn man sich hier beschränkt auf Nudeln mit Soße, kommt man natürlich auch viel, viel günstiger weg. Wir haben zwischendurch sehr, sehr oft bei Tesco eingekauft, der sehr, sehr teuer ist. Bei Aldi oder auch Lidl kann man etwas kostengünstiger einkaufen, aber auch da war es durchschnittlich teurer. Seit ein paar Tagen habe ich hier so einen kleinen Ausschlag am Finger, der juckt. Jetzt ist er mittlerweile angeschwollen und ich kann ihn kaum mehr bewegen, deshalb waren wir erst in der Apotheke, die hat mich direkt zum Arzt geschickt und der Arzt hat mich jetzt ins Krankenhaus geschickt und deswegen, yay! Durch einen kleinen medizinischen Zwischenfall von mir, ich wurde unterwegs einmal krank, hatten wir nochmal sehr hohe Arzt- und Medikamentekosten, die wir hier jetzt einfach mal mit dazu zählen und insgesamt 131 € beinhaltet haben. Um wöchentlich unsere Videos hochladen zu können und generell ja, Google Maps, Park4Night, Serien zu gucken. Ich glaube, ohne die mobile Dateninfrastruktur ist es kaum mehr möglich, unterwegs zu sein. Ist es bestimmt, für uns leider nicht. Deshalb mussten wir in Großbritannien eine SIM-Karte kaufen. Das war eigentlich relativ einfach. Wir haben ein tolles Paket gefunden, was 42 € pro Monat für unlimitiertes Datenvolumen war. In Irland mussten wir nochmal 2 EU-Pakete für jeweils 8 € dazu kaufen und deshalb hatten wir insgesamt Kosten von 111 € für unser mobiles Internet. Wäsche ist gewaschen. So sieht es aus, wenn wir knapp 3 Wochen nicht gewaschen haben. Und jetzt kommt der Fun-Part, nämlich alles wieder zusammenzulegen und einzuräumen. Insgesamt mussten wir auf unserem Trip durch Großbritannien und Irland 5-mal Wäsche waschen, was dort leider auch nicht super günstig ist, da das Klima doch aber eher feucht ist und ja, es im Van schnell in Anführungszeichen muffig wird, haben wir uns dazu entschlossen, öfters Wäsche zu waschen. Na, magst du berichten? Wir haben hier so ein kleines Regal. Svenja hat den Kaffee da oben stehen lassen. Und damit durch sind wir insgesamt auf 183 € nur Wäsche waschen gekommen. Auch da kann man natürlich sparen, wenn man nicht so oft Wäsche wäscht. Also es ist so voll. Es ist wohl die touristischste Veranstaltung, die wir bisher gemacht haben. Aber wir wollen die größte Whisky-Sammlung der Welt sehen. Neben dem Bereisen mit dem Camper und auch zu Fuß wollten wir natürlich auch ein paar Aktivitäten machen. Unter anderem haben wir einen Surfkurs in Irland gemacht, der 220 € gekostet hat. Wir haben in Edinburgh die Whisky Experience besucht, die auch 45 € gekostet hat. Und wir waren hier und da in kleinen Orten, in Second-Hand-Läden, wo wir 216 € ausgegeben haben. So kommen wir insgesamt für unsere, ich nenne es mal Aktivitäten unterwegs, auf 481 €. Zu guter Letzt komme ich noch zu unseren Haustierkosten, denn wir sind ja nicht nur zu zweit unterwegs, sondern werden von unserer kleinen Fellnase Pepper begleitet. Ja, so schlimm. Und für die Einreise nach Großbritannien müssen nicht nur alle Impfungen aktuell sein, sondern es muss auch ein mindestens 24 Stunden alter, aber maximal 120 Stunden alter Bandwurmbehandlungsnachweis vorliegen und der muss tierärztlich durchgeführt sein. Dafür waren wir einmal beim Tierarzt in Belgien, wo es 35 € gekostet hat. Dann mussten wir einmal zum Tierarzt in Wales für die Überfahrt nach Irland, wo dieser Nachweis auch gilt, wo es uns 100 € gekostet hat. Dann nochmal ein Tierarztbesuch in Irland, wo es auch 38 € gekostet hat. Zusätzlich mussten wir in Irland nochmal zum Tierarzt, weil wir einen kleinen medizinischen
Zwischenfall auch mit Peps hatten, der uns dort vor Ort auch 100 € gekostet hat, womit wir dann für Irland auf gesamt 138 € kommen. Und das Hundefutter ging uns auch nochmal aus und deswegen hat uns das auch nochmal 54 € gekostet, womit wir insgesamt auf 325 € Haustierkosten kommen. Bargeld abheben, check. Somit haben wir insgesamt in 70 Tagen für einen Camper, 2 Personen, einen Hund in Großbritannien und Irland 4.450 € ausgegeben. Das sind pro Person pro Tag 31,78 €. Habt ihr so ungefähr mit diesen Kosten gerechnet? Habt ihr es euch viel teurer vorgestellt oder auch günstiger? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Oder wart ihr vielleicht auch schon in Großbritannien und Irland und habt viel, viel weniger ausgegeben und habt Tipps, wie man das Land günstiger bereisen kann? Gerne in die Kommentare. Wir, oder besser gesagt ich, hoffen, das Video hat euch gefallen und wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich hoffe, nächste Woche habe ich Basti wieder an meiner Seite und wir können euch ein großes Update geben, was als nächstes hier auf diesem Kanal passiert. Bis dahin hoffe ich, ihr verliert nicht die Geduld und ja, danke, Ende. Lama, 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 Test, Test, Test. Die letzten 2,5 Monate haben wir Frankreich nach 1.000 € 1053. Wir versuchen immer sehr Spritsparen zu fahren, wo wir sehr hohe Arzt- und Medikamente bescheuert.